Hallo, ich weiß nicht, zu welcher Generation du gehörst, aber wir Älteren kennen noch eine Zeit ohne Streamingdienste. Damals konnten wir unser Programm nicht aussuchen, sondern mussten damit leben, was uns die TV-Sender ausstrahlten. Diese TV-Sender gibt es immer noch, und wenn du im Fernseher pöbelnde Hartz-IV-Empfänger siehst oder Menschen, welche schief singen, aber von einer großen Musikkarriere träumen, dann könnte es sein, dass du einen Sender der RTL-Gruppe erwischt hast. Es gibt dank der Börse die Möglichkeit, an diesen TV-Sendern mitzuverdienen. Wie die Chancen stehen und was ich von der Aktie der RTL-Gruppe halte, siehst du in diesem Video. Doch zuerst der Risikohinweis. Ich mache hier keine Anlageberatung, sondern es geht hier nur um meine persönliche Meinung. Wenn du Geld in Aktien investierst, kannst du Geld gewinnen, aber auch verlieren. Es ist dein Geld und du allein trägst das Risiko. Für die Richtigkeit der hier genannten Zahlen kann ich keine Gewähr übernehmen. Erkundige dich selbst nochmal, bevor du die Aktie kaufst. Zur RTL-Gruppe gehören nicht nur die Sender RTL, RTL 2 und Vox, welche man in Deutschland kennt, sondern insgesamt 67 Fernsehsender. Dazu kommen noch 38 Radiosender, 10 Streaming-Plattformen und ein eigenes Business zur Produktion und Vertrieb von Radio- und TV-Inhalten. 16.000 Mitarbeiter sorgen in mehr als 30 Ländern für einen Umsatz von etwa 6 Milliarden Euro. Und damit kommen wir schon zum Umsatz. Schauen wir uns mal die Entwicklung der letzten Jahre an. Im Corona-Jahr 2020 musste RTL einen großen Umsatzrückgang von etwa 10% verzeichnen. Ansonsten konnte der Umsatz in den Jahren 2018 bis 2021 jeweils um die 2% gesteigert werden. Beim Gewinn je Aktie sehen die Schwankungen etwa genauso aus. RTL baut seine Einnahmemöglichkeiten immer weiter aus, daher sind auch starke Schwankungen neben dem Umsatzrückgang im Jahr 2020 kein Wunder. Es wird investiert, um mehr Gewinn zu erzielen. Der Gewinn je Aktie konnte daher 2021 im Vergleich zum Vorjahr um satte 162% gesteigert werden. Schauen wir mal einen Blick auf den Chart in meiner Trade Republic App und der Performance. Die vergangene Performance der Aktie der RTL Group sieht auf den ersten Blick nicht so gut aus. Man muss aber dazu sagen, dass wir uns nun fast Ende Mai 2022 in einer schwierigen Marktlage befinden und der Kurs der RTL-Aktie im letzten Monat 20% eingebüßt hatte. Daher hätten wir, wenn wir vor 5 Jahren in die RTL Group investiert hätten, eine Performance von minus 37,62%. Der Kursverlauf der Aktie kann mich daher nicht beeindrucken. Aber man muss dazu sagen, dass die RTL Group ein guter Dividendenzahler ist. Daher schauen wir uns diesen Punkt mal genauer an. RTL zahlte in diesem Jahr für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 5 Euro. Dies ist auch ein Grund dafür, weshalb die Aktie etwa 20% in einem Monat verloren hatte, da durch die Dividendenausschüttung der Kurs von 50 auf 45 Euro gedrückt wurde. Die Dividendenzahlung entspricht in diesem Jahr also einer Dividendenrendite von etwa 10%. In den letzten Jahren, abgesehen vom ersten Corona-Jahr, zahlte die RTL Group eine ordentliche Dividende mit einer Rendite von etwa 6%. Der Plan der RTL Group sieht so aus, dass sie etwa 80% des bereinigten Gewinns an ihre Aktionäre ausschütten möchten. Wenn man bedenkt, dass die Dividendenausschüttungen der letzten 10 Jahre mehr waren, als derzeit eine Aktie kostet, scheint die Aktie der RTL-Gruppe sehr lukrativ zu sein. Was mich jedoch stört, ist der langsame Wachstum. RTL schaffte in den letzten Jahren eine Umsatzsteigerung von etwa 2% pro Jahr. Dies ist nicht sehr viel und könnte auch ein Grund dafür sein, weshalb der Kurs in den letzten Jahren nicht hochgegangen ist. Ich sehe auch die Zukunft des TV-Geschäfts nicht besonders rosig. Immer mehr gestalten durch Streaming-Dienste ihr eigenes Programm. RTL hat dies wohl auch erkannt und investiert mehr in eigene Streaming-Inhalte. Die Abonnentenzahlen erhöhen sich auf einem sehr guten Weg. Von 2020 auf 2021 konnte die Zahl der Abonnenten von 1,8 Millionen auf 3 Millionen zahlende Kunden gesteigert werden. Dies ist eine Steigerung von 72%. Und da kommen wir schon zu einem persönlichen Anliegen. Der YouTube-Kanal Finanzschau würde sich auch über mehr Abonnenten freuen. Helfe mir doch dabei und abonniere diesen Kanal. Wenn du die Glocke aktivierst, wirst du darüber informiert, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. So verpasst du keines unserer netten Filmchen. Sollte man nun in die RTL-Gruppe durch einen Aktienkauf einsteigen?
Der Wachstum von RTL wird meiner Meinung nach nicht plötzlich stark ansteigen, womit wir hier weiterhin nur etwa 3% sehen sollten. Der Vormarsch im Streaming-Geschäft gibt mir ein gutes Gefühl, dass RTL auf dem richtigen Weg ist. Die Aktie wird einen Wert von ca. 50 € halten. Nach dem starken Kursrücksetzer scheint mir ein Kauf sehr lukrativ, da durch Kurssteigerung etwa 20% möglich sind. Die sehr gute Dividendenausschüttung gibt einem auch die Möglichkeit, diese Aktie langfristig in seinem Depot zu legen und sich über anhaltende Ausschüttungen zu freuen. Hätte man vor 10 Jahren die Aktie gekauft, hätte man die Aktie durch die Ausschüttung praktisch gratis in seinem Depot liegen. Daher halte ich nun den Zeitpunkt für genau richtig, um die Aktien zu kaufen. Eine Kurssteigerung auf etwa 50 € und die Dividendenzahlung sollten sich bezahlt machen. Was hältst du von der Aktie? Lohnt sich der Einstieg oder sollte man besser die Finger davon lassen? Schreibe es bitte in die Kommentare. Mein Ziel ist es, einen Kanal zu schaffen, bei dem wir uns prima über die einzelnen Werte austauschen können. Hier sind noch 2 weitere Videos vom Kanal der Finanzshow. Ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag und steigende Kurse. Bis dahin, ciao.